Achtung, Sprunggeiter füttern verboten? Bedeutet das, dass Sprunggeiter jetzt hier in diesem See ist? Das können wir nur rausfinden, indem wir unsere Drohne starten und den ganzen See überfliegen. Aber du weißt, was das bedeutet, wenn in dem See wirklich Sprunggeiter ist. Dann müssen wir Sprunggeiter für euch aufhalten. Ihr lasst jetzt erstmal einen fetten Like da und abonniert diesen Kanal. Und wir starten die Drohne und suchen jetzt mit der Drohne Sprunggeiter in diesem See. Ich kann es wirklich nicht glauben, dass der echte Sprunggeiter sich hinter uns in dem See befindet. Deshalb müssen wir unbedingt die Drohne starten, jetzt hier bei dem See. Ihr seht es, wir fliegen mit dieser Drohne jetzt live über diesen See in 3, 2, 1. Seeiter! Hier sind wir! Und wir suchen den ganzen See ab nach Sprunggeiter. Sprunggeiter sieht aus wie ein Seeiter und der gelbe Sprunggi zusammen. Und deshalb haben wir die Drohne gestartet jetzt hier bei dem See, um nach der Suche nach Sprunggeiter. Weil Sprunggeiter lebt im Wasser, aber er kann auch auf Land leben. Aber meistens ist er am See am Wasser und deshalb ist unsere Drohne jetzt hier genau über dem See. Und ihr seht es schon, der See ist richtig gelb-grün. Der ist nicht blau, hat kein normales Wasser, sondern gelb. Eigentlich perfekt für einen Sprunggeiter. Und ihr wisst es, Seeiter, Sprunggi der gelbe, zusammen gleich Sprunggeiter. Ihr haltet auf jeden Fall die Augen offen. Wenn ihr irgendwas seht, dann lasst es uns irgendwie wissen. Aber am besten ist, wenn ihr jetzt noch ein Like da lässt, weil der ist super gefährlich. Ihr wisst doch, Sprunggeiter. Oh nein! Ihr seht ihn, er kommt aus dem Wasser. Oh mein Gott, Leute, seht ihr das? Er taucht auf dem Wasser auf. Und er taucht wieder ab. Wo ist der hin? Leute, ihr habt es gesehen. Sprunggeiter war da. Leute, wie geil ist das denn? Das Schild hat nicht gelogen. Genau bei dem See ist wirklich Sprunggeiter. Die haben uns davor gewarnt. Hier steht es Warnung. Seeiter befindet sich in dem See und wir haben ihn sofort mit euch gefunden. Deshalb sind wir ja auch an den See gegangen. Warum? Weil dieses Schild dort hängt. Warnung vor Seeiter bzw. Sprunggeiter. Ich fliege gerade mit unserer Drohne etwas höher, damit wir den perfekten Überblick über den See haben. Aber ich sehe ihn nicht. Das bedeutet, der Sprunggeiter ist jetzt unter Wasser. Und das Wichtige ist, ihr kennt doch alle Seeiter und ihr kennt auch die Sprungkis. Aber jetzt machen wir den gelben Sprungki mit dem Seeiter zusammen und das ist gleich Sprunggeiter. Schaut mal, Leute, vielleicht versteckt sich ja Sprunggeiter hier in diesem Schilf, in dem Wasser, Seeschilf. Auf jeden Fall haben wir es gesehen, dass der Sprunggeiter gerade beim Wasser war und untergetaucht ist. Da sind zwei Enten. Seht ihr die Enten, Leute? Da ist eine Ente. Aber die verstecken sich nicht. Da ist Sprunggeiter. Oh nein, er will die Ente essen. Wie kann das sein, Leute? Warum? Oh mein Gott, natürlich. Oh mein Gott, natürlich, er wollte die Ente essen. Er hat die Ente gegessen. Habt ihr das gesehen? Der Sprunggeiter hat gerade eine Ente aufgegessen. Oh mein Gott, aber wo ist er hin? Ist er wieder abgetaucht? Er ist wieder abgetaucht. Wir suchen den See ab. Hier ist er! Oh nein, schon wieder! Er taucht auf. Oh mein Gott, letzte Leute, ihr seht es, lasst ein Like da. Wenn ihr ihn seht, das ist Sprunggeiter. Er hat direkt in unsere Kamera geguckt. Er hat unsere Drohne angeschaut. Aber das Gute ist, wir sind mit der Drohne in der Luft. Und Sprunggeiter ist im Wasser, ist im See. Uns kann nichts passieren. Ihr lasst jetzt einen fetten Like da für uns, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da und liked dieses Video. Wir müssen auf jeden Fall weiterfliegen. Wir fliegen sowieso weiter. Und ihr abonniert auch noch den Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und schickt den Kanal an all eure Freunde. Und das Gute ist, wir wissen zu 100%, dass Sprunggeiter in diesem See ist. Deshalb werden wir mit der Drohne jetzt den ganzen See abfliegen. Schau mal, Flexi, ich fliege jetzt mal ganz nach da hinten. Das ist eine Parkbank. Und guckt euch mal an, wie gelb das Wasser da ist. Das ist ein gutes Zeichen, dass da eventuell Sprunggeiter sich versteckt. Nein, ich sagte doch! Da ist Sprunggeiter, Mann. Oh Gott, da ist er! Er will uns angreifen. Er versteckt sich nämlich nicht mehr vor uns. Er will uns angreifen. Es ist das 3. Mal gekommen. Natürlich will er uns angreifen. Das Problem ist nur, er kann nicht in die Luft. Wir sind in der Luft mit unserer Drohne. Und wo ist er? Er ist im See, am See, auf dem See. Im Wasser vor allem, Leute. Wie krass ist es? Ihr lasst nochmal einen dicken Like da. Wir fliegen jetzt den ganzen See ab. Wir müssen ihn schnappen. Leute, ihr habt es gesehen, er ist auf jeden Fall an dem See. Deshalb müssen wir schauen, wo er wirklich ist in dem See. Hier steht es, die Leute haben uns ja nicht umsonst gewarnt. Wir dürfen uns eigentlich gar nicht so nah am See bewegen. Ihr habt es gesehen am Anfang. Jetzt, dieser See hat eine Warnung. Komplett der ganze See, da ist Sprunggeiter. Ich bin gerade an die andere Seite von dem See geflogen. Da ist noch eine Parkbank zufälligerweise. Vielleicht kommt er da wieder raus. Ja, und da ist dir was aufgefallen? Auf dieser Bank war kein einziger Mensch. Du hast recht. Da sitzt keiner. Und die ganzen
Enten verstecken sich. Da ist keine einzige Ente auf dem Wasser. Eine Ente haben wir gesehen und jetzt, wo ist sie? Weg ist sie. Wir werden nicht aufgeben, wir werden den ganzen See absuchen. Wir werden versuchen, Sprunky Eater zu fangen. Wir müssen unbedingt versuchen, ihn wirklich zu fangen, weil er ist gefährlich. Es ist Sprunky Eater. Nicht der normale Sprunky, nicht See-Eater, sondern Sprunky Eater. Die normalen Sprunky sind ja wirklich nett. Die spielen Musik und haben einen eigenen Sprunky-Song. Aber der Sprunky Eater, der isst alle auf. Eben, es ist alle nicht Sprunky. Sprunky sind super nett und machen wirklich Witze. Aber ein See-Eater mit den Zähnen, Sprunky Eater, ist gefährlich und isst jeden auf. Aus diesem Grund suchen wir jetzt mal das Feld ab, weil im Wasser habe ich jetzt keinen Sprunky Eater mehr gesehen. Was ist, wenn er sich auf Land befindet? Du weißt es doch, bei See-Eater ist es genauso und beim Sprunky Eater ist es genauso. Er hat Beine und Arme. Da ist er, ihr seht ihn, da ist jemand Gelbes auf dem Feld. Natürlich, da ist jemand. Das ist Sprunky Eater. Nein, der ist klein. Warte mal, das ist doch nicht Sprunky Eater, oder? Leute, ihr seht es, aber der ist ein bisschen kleiner als Sprunky Eater. Das ist ein Bauer, das ist ein ganz normaler Bauer. Natürlich, mit einer gelben Jacke. Oh mein Gott, und der pflanzt gerade Bäume. Wir sind so blöd, es tut uns wirklich leid. Aber wo ist Sprunky Eater? Da waren wir komplett falsch. Es war auf keinen Fall Sprunky Eater. Es war nur eine Person mit einer gelben Jacke. Ich würde sagen, wir fliegen wieder direkt zurück zum See. Da ist Sprunky Eater, da ist er doch am Land. Leute, ihr seht Sprunky Eater, er war an Land. Wohin läuft der? Der ist zur Richtung See gelaufen, oder? Wir fliegen hinterher mit unserer Drohne. Wenn nicht, spult zurück. Ihr habt es gesehen, Sprunky Eater war gerade auf dem Feld und ist zurück zum See gelaufen. Und ihr seht es jetzt hier. Hier ist der See und da war das Feld. Der ist wirklich vom See zum Feld gelaufen. Warum? Weil ein Sprunky Eater natürlich auch laufen kann. Der ruft an! Sprunky ruft an! Ihr könnt es sehen, der echte Sprunky Eater ruft an! Aber bevor wir jetzt wirklich rangehen, schaut mal unsere neue Handyhülle an. Die findet ihr jetzt in unserem Shop. Klickt dazu einfach auf das Produkt unter unserem Video und holt sie euch! Egal welches Handy du hast, jede Handyhülle passt. Aber jetzt heben wir ab. Hallo Sprunky, wie geht's dir? Es ist schrecklich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hab's endlich herausgefunden. Ich hab einen Zwillingsbruder. Ja, wir suchen gerade den Sprunky Eater. Warum? Ich hab einen Zwillingsbruder, aber nicht irgendeinen Bruder. Er ist böse. Sein Name ist Sprunky Eater. Und glaubt mir, dieser Name ist nicht nur zum Spaß. Er zerstört Seen. Er saugt sie einfach auf, als ob sie nie existiert hätten. Und jetzt ist er auf dem Weg zu einem neuen See. Ich kann es spüren. Ich weiß nicht, welcher es ist, aber ich weiß, dass er nicht aufhören wird. Du meinst wirklich, dein böser Zwillingsbruder Sprunky Eater befindet sich gerade an einem anderen See? Ja, ich weiß, es klingt verrückt, aber ich spüre es. Er ist dort, irgendwo. Und wenn wir nichts tun, wird dieser See bald verschwunden sein. Ihr müsst mir glauben. Ich weiß nicht genau, wo er ist, aber es ist ein starkes Gefühl, als ob das Wasser selbst mich warnt. Jedes Mal, wenn er einen See erreicht. Natürlich fliegen wir da sofort hin. Natürlich werden wir deinen bösen Zwillingsbruder Sprunky Eater finden. Es ist, als ob ein Stück von mir mit dem Wasser verbunden ist. Und jetzt zieht sich dieses Gefühl zusammen, wie eine Welle, die zurückweicht, bevor sie bricht. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wenn er erst einmal begonnen hat, das Wasser zu verschlingen, gibt es kein Zurück mehr. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es zu spät ist. Ihr müsst euch beeilen und Sprunky Eater aufhalten. Okay, das machen wir. Du kannst dich auf uns verlassen. Wir suchen deinen bösen Zwillingsbruder Sprunky.exe. Ja, das ist gut, aber seid vorsichtig. Er ist nicht wie ich. Er liebt das Wasser nicht. Er verschlingt es. Wenn ihr ihn findet, versucht, ihn nicht allein aufzuhalten. Also macht's gut. Mach's gut, Sprunky. Tschüss. Hast du das gehört, Leute? Sprunky Eater befindet sich gerade an einem anderen See und es ist der böse Zwillingsbruder von Sprunky. Deshalb vielen, vielen Dank an Sprunky, weil er hat uns einen Hinweis gegeben, dass wir jetzt wirklich mit der Drohne woanders hinfliegen müssen. Und das machen wir jetzt auch direkt. Wir sind jetzt auf dem Weg zu dem nächsten See. Vielen Dank an Sprunky für diesen wertvollen Tipp. Und deshalb fliegen wir mit der Drohne darüber, weil wir suchen immer noch Sprunky Eater und er ist gelb. Überleg dir das mal, es ist der böse Zwillingsbruder von Sprunky. Das ist krass. Wie kann es sein, dass ein Sprunky einen Bruder hat und der ist See-Eater und der ist böse in Gelb? Das kann ich auch nicht verstehen. Wir fliegen da auf jeden Fall hin und suchen ihn, weil bei dem anderen See, wo wir am Anfang des Videos waren, habe ich ihn nicht mehr gesehen.
Echt, da war er auf einmal weg. Er war an Land und weg war er. Aber deshalb haben wir jetzt die Chance am anderen See. Ihr könnt es sehen, der See ist auch viel kleiner. Das ist viel weniger Wasser hier. Aber wie kann es sein, dass dort bei so einem kleinen See so ein großer Sprunki-Eater sein kann? Ich weiß es nicht. Wir hören auf jeden Fall auf das Telefonat von Sprunki. Das ist Blub-Eater! Was, das ist Blub? Das ist Blub-Eater? Oh mein Gott, aber wir waren doch jetzt extra wegen Sprunki-Eater bei dem See! Ich verstehe es nicht. Vielleicht hat sich Sprunki geirrt und er hat Blub-Eater gemeint, aber Sprunki-Eater gesagt. Leute, ihr habt doch am Telefon gehört, Sprunki hat gesagt, bei dem See ist sein Bruder Zwillings-Eater Bruder. Leute, aber ihr habt es gesehen, es war gerade kein gelber Fisch, es war nämlich Blub-Eater. Blub gab's doch früher noch schon. Ja, oder aber nicht? jetzt ist es Blub-Eater. Das kann doch nicht sein, aber wir sind doch extra hingeflogen für Sprunki-Eater. Auf jeden Fall habt ihr jetzt einen extra Bonus. Leute, ihr habt hier eingeschaltet, um Sprunki-Eater zu sehen. Jetzt habt ihr sogar noch Blub-Eater gesehen. Schau mal, was ist denn da in dem Wasser? Was ist das? Da, schau doch mal. Leute, das ist komplett unnatürlich. Irgendwas Viereckiges? Wie kann denn sowas Viereckiges einfach in dem Wasser, in dem See sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es Sprunki-Eater da hinterlassen. Eben, deshalb müssen wir mit der Drohne unbedingt jetzt genau dahin fliegen. Ich fliege gerade den ganzen See ab. Ich habe aber jetzt keinen Sprunki-Eater hier gesehen. Da hast du recht, da hast du überhaupt keinen. Wir haben jetzt Blub-Eater gesehen, also Blub, aber kein Sprunki-Eater. Was ist, wenn sich der Sprunki am Telefon geirrt hat und hier gar kein Sprunki-Eater ist? Das kann auf keinen Fall sein, weißt du warum? Weil Sprunki hier extra Cam und Flexi angerufen hat. Ich probiere es trotzdem. Wir fliegen wieder zurück zu unserem alten See. Das müssen wir machen für euch. Wir wollen doch schließlich Sprunki-Eater fangen. Dann fliegen wir jetzt zurück mit der Drohne an den See. Wir müssen unbedingt Sprunki-Eater suchen. Du siehst es doch selbst und ihr seht es auch. Hier ist niemand mehr in dem See. Hier war Blub-Eater, aber kein Sprunki-Eater. Obwohl uns Sprunki in Gelb angerufen hat, hat gesagt, wir müssen zu dem anderen See fliegen. Und obwohl jetzt unsere Handyhülle jetzt in unserem Shop zu kaufen ist. Leute, Mann, vielen Dank auf jeden Fall an Sprunki für diesen Tipp. Aber hier war niemand zu finden. Das bedeutet, wir fliegen jetzt wieder zurück zu dem See am Anfang. Was? Blub-Eater wieder? Schau, ich dachte gerade, aber wir suchen Sprunki-Eater. Zweimal haben wir jetzt Blub-Eater in diesem See gesehen, aber kein Sprunki-Eater. Und wir sind jetzt mit der Drohne auf der Jagd nach Sprunki-Eater und nicht nach Blub-Eater. Und es ist einfach kein gutes Zeichen, wenn wir zweimal Blub-Eater finden. Wir suchen nach einem gelben Sprunki-Eater. Natürlich nicht. Warum? In jedem See gibt es nur ein Monster. Das kann wirklich sein. Und in dem dritten See ist dann El Kramaha-Eater drin. Ganz genau. Hier ist es Blub-Eater. Bei dem See davor war es Sprunki-Eater. Und vielleicht, wenn wir jetzt zu einem neuen See fliegen würden, dann wäre es dort El Kramaha. Aber wir sind heute auf der Jagd nach Sprunki-Eater und der ist gelb. Ihr habt ja den kleinen Bruder Sprunki gehört. Wir müssen auf jeden Fall für Sprunki seinen Zwillingsbruder Sprunki-Eater finden und fangen. Natürlich, warum? Weil er gefährlich und böse ist. Sprunki ist nett, er macht Musik, das mögen wir. Aber ein Sprunki-Eater ist gefährlich und böse. Ihr da draußen abonniert jetzt auf jeden Fall mal unseren Kanal. Damit tut ihr uns einen riesengroßen Gefallen. Und lasst ein Like auf dieses Video da, einen Daumen nach oben. Das müsst ihr auf jeden Fall, weil wir sind für euch mit der Drohne unterwegs. Schaut jetzt an, hier sind auch Enten auf dem See. Bei dem ersten See waren keine Enten. Doch, und da hat Sprunki-Eater die Enten gefressen. Und jetzt sind die alle hier abgehauen, weil Blub-Eater keine Enten ist. Eben, weil er unter Wasser ist, aber es kann natürlich sein, dass Sprunki-Eater auch unter Wasser gegangen ist, wie ein U-Boot. Ja, Sprunki-Fresser, der Sprunki-Esser. Leute, wir fliegen jetzt direkt mit euch zu dem See, ganz am Anfang des Videos. Und dann suchen wir zusammen mit euch Sprunki-Eater und wir fangen ihn. Und ihr wisst, wie er aussieht. Er hat 2 Antennen und einen riesigen Mund mit Zähnen. Ich bin jetzt auf dem Weg zum nächsten See, Leute. Und ihr schaltet auf gar keinen Fall ab. Leute, ihr seht es, hier ist der See. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir da jetzt am besten ist, Sprunki-Eater finden. Genau, weil dann hat sich Sprunki, sein kleiner Bruder, am Telefon geirrt, wenn jetzt hier Sprunki-Eater ist. Und weißt du was, wenn wir ihn dort finden, werden wir Sprunki für euch, für uns auch wieder zurückrufen und fragen, warum der das gesagt hat. Deswegen schaltet dich ab. Wir werden am Ende des Videos den echten Sprunki anrufen. Da! Da ist er! Wer ist es? Da ist der Sprunki-Eater! Oh nein! Wo ist er hin? Ey Leute, der ist hoch und runter gesprungen. Der war aber nur für 2 Sekunden da. Ihr habt es aber gesehen, das war doch ein gelbes Seeungeheuer, ein Seemonster. Gott sei Dank sind wir mit der Drohne vor Ort gewesen und konnten mit der Kamera alles einfangen. Das bedeutet, an diesem See ist der Sprunki-Eater und bei dem anderen See ist Blub-Eater. Wir bleiben hier. Wir müssen auf jeden Fall bei dem See bleiben. Ihr habt es gesehen, da war Sprunki-Eater. Und wir wollen wissen, was passiert,
wenn wir einen ganzen Tag lang mit der Drohne Sprunky Eater überwachen. Und falls ihr euch jetzt fragt, was da an unserer Drohne hängt, das ist die Falle für den Sprunky Eater. Damit können wir den Sprunky Eater aus dem Wasser ziehen. Das wollten wir. Wir wollten mit der Drohne den Fisch fangen, beziehungsweise den Sprunky Eater einfangen. In diesem Korb liegt nämlich eine blaue Ente, falls ihr es gesehen habt. Und diese Ente, wir wissen ja, Sprunky Eater isst gerne Enten. Eben, haben wir schon gesehen bei dem ersten. Da hat er eine Ente gegessen, auf einmal war die Ente weg. Und so wollen wir jetzt den Sprunky Eater mit dieser Falle fangen, Drohnenfalle. Das machen wir so, indem wir die Drohne ganz langsam aufs Wasser hinabsetzen und die Korb ins Wasser eintauchen. Pass auf! Da ist er! Da ist er! Ihr habt es gesehen, das bedeutet, wir müssen unsere Falle, wir müssen jetzt ins Wasser rein. Wir müssen auch weiter mit der Falle ein. Genau hier in dem See ist Sprunky Eater. Wir lassen jetzt unsere Falle ins Wasser und dann fliegen wir mit der Drohne hoch und holen den Sprunky Eater raus. Aber du hast gesehen, wie groß Sprunky Eater ist. Unsere Falle ist so klein, Sprunky Eater ist so groß. Wir können es nur probieren. Wir machen das ja schließlich nur für euch da draußen. Deswegen, Freunde, schaltet mich ab und schaut das Video bis zum Schluss. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, dass wir diese Falle mit der Drohne jetzt einfach mal ausprobieren. Okay, wir lassen die Falle ab, oder? Ich würde sagen, ich hab was. Runter! Ich hab was, Leute. Irgendwas hängt dran. Und was? Ihr seht das? Irgendwas liegt in unserer Falle drin. Oh mein Gott, da ist was, da ist was. Was ist das? Nein, warte. Das ist aber nicht Sprunky Eater. Auf keinen Fall. Seht ihr irgendwas Gelbes? Ich sehe nichts Gelbes. Ich glaube, wir haben einen ganz normalen Fisch gefangen. Sag mir jetzt nicht, dass wir mit unserer Drohnenfalle nur einen Fisch gefangen haben. Leute, ich glaube, das war nicht Sprunky Eater. Ich glaube, wir haben jetzt einen unschuldigen Fisch einfach aus dem Wasser geholt. Und Sprunky Eater ist immer noch in dem See unter Wasser. Wie kann das sein? Leute, wir dachten doch, Sprunky Eater isst gerne Enten, aber anscheinend nicht. Weil Sprunky Eater davor schon unsere Drohne entdeckt hat. Ihr seht es, Leute, ihr seht hinten die Flosse von dem Fisch. Wir haben einen Fisch gefangen, aber das war doch gar nicht unser Ziel. Wir wollten doch unbedingt Sprunky Eater fangen. Aber wie cool ist es? Wir sind die ersten YouTuber, die mit einer Drohne einen Fisch gefangen haben. Ja, aber du hast doch Sprunky am Telefon gehört. Es geht hier um Sprunky Eater und der ist gelb und es ist kein normaler Fisch. Weißt du was? Wir müssen irgendwie unsere Falle wieder leer bekommen. Wir müssen versuchen, den Fisch von unserer Falle zu entfernen. Und dann weißt du was? Wir starten das gleiche nochmal von vorne. Leute, ihr lasst jetzt alle mal ein Like da und werden jetzt mit euch zusammen Sprunky Eater fangen. Du siehst, ich versuche gerade mit ganz schnellen Bewegungen vor und zurück den Fisch rauszuwerfen aus unserem Korb. Ihr seht es, bei unserer Drohne ist immer noch der Fisch. Aber wir wollen Sprunky Eater. Bevor wir Sprunky Eater finden, müssen wir erstmal den Fisch hier rausbekommen. Hast du eine Idee, wie wir den Fisch aus dem Korb bekommen? Natürlich nicht. Wie soll es mit der Drohne funktionieren? Wir müssen hoch und runter fliegen, vielleicht fällt er dann raus. Ich probiere nochmal ganz schnell nach vor und ganz schnell zurück. Guck mal jetzt. Hui. Der schwingt richtig, aber der fällt nicht raus, der Fisch. Der will einfach nicht raus. Du hast recht. Er bleibt einfach da drin in diesem Korb liegen. Egal, was ich mache. Ich fliege ganz schnell vor, er fällt nicht raus. Ich fliege ganz schnell zurück, er fällt nicht raus. Aber du darfst nicht vergessen, Mann, Sprunky Eater. Den müssen wir jagen und fangen. Vielleicht müssen wir jetzt unsere Drohne kurz landen, wo wir sie gestartet haben und den Fisch rausholen. Das könnte vielleicht sein. Weißt du was? Wir machen das. Sollen wir es machen? Wir fliegen jetzt zurück da, wo wir die Drohne gestartet haben und dann landen wir die Drohne und entsorgen den Fisch. Am besten am See. Wir werden jetzt die Drohne landen. Ihr lasst ein Like da, machen den Fisch raus und werden nochmal neu auf die Jagd gehen nach Sprunky Eater. Ihr könnt es sehen, wir stehen hier unten. Wir landen jetzt direkt unsere Drohne für euch und dann holen wir uns den Sprunky Eater zurück.